In einem kleinen Ort in der Nähe der Stadt Brindisi in Italien gab es eine kleine Kirche, in der jeden Tag eine Messe abgehalten wurde. Glücklicherweise wurde die Kirche von einer ziemlich großen und engagierten Gruppe unterstützt, die an den meisten Tagen zum Gebet zusammenkam. Dies war vorerst nicht ungewöhnlich. Aber doch war etwas an dieser Kirche seltsam und einzigartig. Einer der Besucher, der jeden Tag kam, war überhaupt kein Mensch. Es war ein Hund. Der Vierbeiner saß während der Predigt im hinteren Teil der Kirche und verließ sie nach der Messe. Hunde waren natürlich in der Kirche willkommen, sofern sie sich gut benahmen. Die Anwesenheit des Tieres allein war also nicht der ungewöhnlichste Teil der Geschichte. Tatsache war jedoch, dass der Hund allein kam. Er schien keinen Besitzer zu haben und kam und ging von ganz allein. Niemand wusste etwas über ihn, nicht einmal woher er kam oder wohin er danach ging. Dennoch war er gut erzogen und verursachte keine Aufregung oder Unruhe. Der Priester schien nichts dagegen zu haben, dass der Hund während der täglichen Messe im hinteren Bereich verweilte. Eine Sache, die dem Priester und der Gemeinde auffiel, war, wie traurig der Hund aussah. Er hatte einen betrübten Blick in den Augen und seine Ohren hingen niedergeschlagen herunter. Er saß jeden Tag genau an der gleichen Stelle und starrte einen bestimmten Sitzplatz an. Dies machte einigen Gottesdienstbesuchern langsam Angst. Und einige begannen zu glauben, dass der Hund tote Menschen sehen konnte. Aber der Pfarrer kannte Hunde. Er hatte im Laufe seines Lebens mehrere besessen. Und was immer deutlicher wurde, war, dass dieses arme Tier einfach unglaublich traurig war. Während ein Hund seiner Art stark und gesund aussehen und glänzendes und dichtes Fell haben sollte, sah dieser Vierbeiner dünn und gebrechlich aus. Es schien, als hätte er kein Zuhause. Er lebte auf der Straße und schnorrte nach Essensresten, um davon zu leben. Vielleicht kam er in die Kirche, um etwas Wärme, Schutz und Gesellschaft zu finden. Aber der Priester konnte sich nicht des Gedankens erwehren, dass der Hund hier war, um Hilfe zu bitten. Aber um welche Art von Hilfe? Nach einer Predigt erklärte der Priester einigen Gemeindemitgliedern seine Gedanken und bat sie, ihm beim Baden und Reinigen des Tieres zu helfen. Die Menschen stimmten glücklicherweise zu und hofften, dem armen Tier jede erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen. Der Hund hatte es verdient, glücklich zu sein. So näherten sie sich langsam dem Hund, der sie neugierig ansah. Es war klar, dass er weder gewalttätig noch ängstlich war. Er war einfach nur neugierig. Als sie anfingen, ihn zu baden und sein verfilztes Fell zum ersten Mal seit langer Zeit zu schamponieren, begann er mit dem Schwanz zu wedeln. Der Hund schien glücklich zu sein. Die kleine Menge an menschlicher Freundlichkeit und Interaktion machte eindeutig einen Unterschied. Doch während er den Hund säuberte, machte der Priester eine Feststellung. Er hatte diesen Hund schon einmal gesehen, aber er konnte nicht genau sagen, wo oder wann. Er zermarterte sich das Hirn, während die Gruppe den Hund abtrocknete und ihm etwas Futter anbot, das er gerne verschlang. Der Priester beschloss, das Rätsel vorerst beiseite zu schieben. Es war in diesem Moment wichtiger, sicherzustellen, dass der Hund glücklich und gesund war, bevor sie ihn wieder freiließen. Doch zunächst hielten sie es für die beste Option, ihn in eine Tierarztpraxis zu bringen. Dort sollte er untersucht werden, um sicherzustellen, dass er trotz seiner Obdachlosigkeit in guter körperlicher Verfassung war. Um ihn dorthin zu führen, nahm der Pfarrer seine alte Leine, die er früher für seinen eigenen Hund benutzt hatte. Seltsamerweise hatte der Vierbeiner kein Problem damit, die Leine anzulegen, und schien den Moment sogar zu genießen. Er ging gehorsam den ganzen Weg zum Tierarzt neben dem Pfarrer her. Und er machte keine Kapriolen, als er ihn untersuchte und einige Tests durchführte. Glücklicherweise kamen die Ergebnisse schnell zurück und der Hund schien grundlegend gesund zu sein. Beim Tierarzt wurde das Tier außerdem nach einem Mikrochip abgesucht. Wenn er einen hätte, könnten sie herausfinden, wer sein Besitzer war und sie vielleicht wieder zusammenführen. Leider war aber kein Mikrochip zu finden. Es war eine Sackgasse. Es schien, als würden sie nie herausfinden, wem der Hund gehörte. Als sie enttäuscht zur Kirche zurückgingen, kam ein Junge aus dem Laden und bemerkte den Priester und den Hund. Er lief auf den Hund zu und umarmte ihn fest und nannte ihn Tommy. Der Pfarrer, der nun völlig verwirrt war, fragte, warum der Junge ihn so nannte. Der Knabe antwortete, dass dies der Name des Hundes sei. Und dass er sich an das Tier erinnerte, als er noch einer älteren Frau in der Gegend gehörte. Plötzlich dämmerte es dem Pfarrer, wo er den Hund schon einmal gesehen hatte. Er gehörte einer älteren Frau namens Maria. Sie war vor einigen Monaten verstorben, als das Alter sie schließlich einholte. Um seine Theorie zu untermauern, machte er einen kleinen Umweg und ging mit Tommy in Richtung des Hauses, in dem Maria einst gelebt hatte. Als ob er wüsste, wohin sie gingen, begann Tommy an der Leine zu ziehen und führte den Priester direkt zu Marias altem Zuhause. Es musste wahr sein. Tommy setzte sich und betrachtete das Haus mit Freude. Es war jetzt leer und verfallen. Aber es war klar, dass der Hund eine Verbindung zu diesem Haus hatte. Doch der Priester musste seinen Verdacht ein für allemal bestätigen. Also führte er den Hund zurück in die Kirche und ging in einen der hinteren Räume, wo er Überwachungskameras aufgestellt hatte. Die Aufzeichnungen wurden ein halbes Jahr lang gespeichert. Hoffentlich würden sie also noch Bilder von Marias Beerdigung beinhalten.
Vielleicht würde er etwas sehen, das die Geschichte bestätigte und Tommy ein für allemal als Marias Hund identifizierte. Also begann der Mann das Filmmaterial zu sichten. Er suchte nach der richtigen Zeit und dem richtigen Tag. Und schließlich fand er es. Das Geheimnis konnte nun gelüftet werden. Als Marias Sarg langsam in die Kirche getragen wurde, folgte ihr ein Hund. Es war Tommy. Der Pfarrer hatte an diesem Tag nicht viel von ihm mitbekommen, da zu viele Menschen anwesend waren. Und er konzentrierte sich auf die traurige Aufgabe, die er zu erledigen hatte. Der Hund hatte sich in seiner gewohnten Position niedergelassen und schaute sehnsüchtig auf den Sarg, als wüsste er, dass er seinen liebsten Menschen auf der Welt nie wiedersehen würde. Der Priester schaltete die Videoaufzeichnung noch weiter zurück und war schockiert zu sehen, dass Maria, wann immer sie in die Kirche kam, um an der Messe teilzunehmen, von Tommy begleitet wurde. Er ging mit ihr zu ihrem üblichen Platz, bevor er sich in den hinteren Teil der Kirche setzte und geduldig darauf wartete, dass sie wieder aufstand. Der Priester spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Tommy kam jeden Tag an denselben Platz zurück, in der Hoffnung, sein geliebtes Frauchen wiederzusehen und hoffentlich wieder mit ihr vereint zu sein. Und es brach dem Priester das Herz, eine solche Hingabe zu sehen. Also dachte er lange und gründlich nach und fasste den Plan, Tommy zu adoptieren. Er würde sich um den Hund kümmern, ihm ein Zuhause mit Essen und Trinken geben und ihm erlauben, jeden Tag mit ihm die Messe zu besuchen. Und obwohl der Priester Maria niemals ersetzen konnte, würde er sein Bestes tun, um das gebrochene Herz des Hundes zu heilen. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, solltest du dir dieses Video von einem Mann ansehen, der eine seltsame Kreatur in einer Elefantenherde bemerkte. Er war schockiert, als er herausfand, was es war. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.